Na, ich glaube, Funktioniert. das funktioniert gleich von Anfang an. Sind wir online? Könnt ihr uns hören und sehen? Genau, könnt ihr mal Feedback geben. Wir sind ja wieder zu früh wie immer, aber wir müssen ja erstmal probieren. Mali, was willst du denn jetzt? Jetzt willst du Aufmerksamkeit? So, jetzt So, Hallöchen. ist dein Moment der Aufmerksamkeit. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die uns sehen. Vielleicht sind wir einfach noch zu früh hier dran, sozusagen. Hatti, sag etwas. Genau, sag mal was. Bitte. Grüße vom Bodensee, das ist schön. Hallo Frank. Wir machen mal noch wie immer ein bisschen Gebabbel, aber heute, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, heute wird hier im Live-Chat, werdet ihr erfahren, was unser größtes Abenteuer wird, was euch erwartet und wie weit wir schon in der Planung fortgeschritten sind. Also das soll das Thema dieses Live-Chats sein. So, Hatti sagt, schön euch zu sehen. So, sehen ist gut, aber kannst du euch hören? Genau, kannst du uns hören oder quatsche ich hier einfach nur ins Wilde so? Genau, Leute aus Dresden sind da, wunderbar, das funktioniert. Hallöchen. Also wäre mal schön Feedback, schreibt mal irgendeiner rein, ob ihr uns hören könnt, ob der Sound gut ist, bevor wir jetzt hier Wir loslegen. hören euch und Grüße von Marion. Wunderbar, auf Hatti ist Verlass. Ja, ganz vielleicht mal noch dazu gesagt. So, Perfekt. jetzt Parece que. Also richtig cool, wir haben es erst mal geschafft, um Punkt 19 Uhr mit Sound und Bild online zu sein. Und gut gemacht. 5 Livestreams hat es gedauert. Das war schön. Ja, jetzt warten wir mal noch ein bisschen, wer hier noch kommt. Es ist ja, wie gesagt, noch früh. Sehr schön. Wer ist denn hier alles online? Freigeist Hugo, wunderbar, ich grüße. Hört sich gut. Wer ist denn da alles noch online? Alles klar. Gut, ihr wisst ja, ich bin immer so Grüße aus Grünheide, da grüße ich so gleich zurück. Perfekter Sound, wunderbar. Grüße nach Tempelhof, Grüße in die Heimat. Wow. So, schön, Berliner, die Berliner sind online, Baby. Die Berliner sind Ich war da. So, du warst ja schon in Tempelhof. Genau. So rum ist das. So, jetzt in die falsche Richtung gedreht. Gut, also genau, es geht heute im Livestream darum, was wir geplant haben. Wir haben ja ein bisschen Planänderungen gehabt. Ist ja sowieso alles bei uns ein bisschen drunter und drüber gegangen in den letzten Wochen. Und darüber wird es jetzt gleich gehen, aber dazu später. Wir machen mal noch 1 Minute, 2 Minuten warten wir noch, wer jetzt hier noch alles kommt. Und saludamos Ocean Van Life. Ocean Van Life ist auch desde Andalucía. Hallo nach Andalusien. Encarnación, Mago, tschüss. Wunderbar, schön. Also vielleicht noch gleich mal dazu gesagt, ich kann ja mal in der Zeit, wo wir hier noch sitzen, Werbung eigener Sache machen, wo wir gesehen haben, Encarnación ist online. Also wir sind am Freitag, den 13.03., also jetzt nächsten Freitag, also der Freitag, der jetzt kommt einfach, haben wir im El Mangal die Vorstellung, unsere Dia-Show und Filmshow über unseren Chile-Trip. Und alle, die in Paraguay sind, die sind natürlich da ganz herzlich gesehen. Klar, ihr aus Deutschland könnt da nicht kommen, aber alle, die in Paraguay uns zuschauen, am 13.03. Freitag, 13.03. 18.30 Uhr. So, gut. Das ist eine chilenische Nacht. Genau, eine chilenische Nacht. Chilenische Musik, chilenische Essen. Genau. Das wird sehr, sehr schön. Also wir haben auch einen chilenischen Koch da und stellen unsere Chile-Reise vor. So. Ihr wisst ja, 19.02 Uhr, wer jetzt noch nicht online ist, der hat es verpasst. Also Grüße nach Bayern. Buonasera, Amici, vielen Dank. Claudio, Ciao Claudio. Ich kann jetzt übrigens Italienisch. Guck mal, ich spreche Italienisch. So, gut. Also, wir sind endlich wieder zusammen. Darüber sind wir sehr glücklich. Das war eine sehr, sehr lange Zeit. Es war auch eine sehr lange Entfernung. Ja, Björn hat mich am Flughafen abgeholt. Das war sehr schön. Ja, ich habe mich auch total gefreut. Ich war wirklich total aufgeregt. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, das war wie mit 16, 17 Jahren vom ersten Date. Also ich hatte jetzt keine Rose in der Hand. Rose im Mund. So, genau, die war nicht da, aber die Aufregung war da und wunderschön und freuen wir uns, dass wir endlich wieder zusammen sind und auch für euch wieder gemeinsam Content machen können. Also
ich meine, wir geben ja offen und ehrlich zu, dass das ein bisschen langweilig war, wenn wir hier nur aus Paraguay berichten, dass wir irgendwie gerade hier festsitzen. Da muss ich was dran ändern, genau, aber dazu später. Ich bin ja nur schon froh gewesen, dass Alessandra irgendwie erst um 10:30 Uhr am Morgen gekommen ist, weil sonst hätte ich aus Asunción hätte ich nach Asunción fahren müssen, mindestens 4 Stunden Fahrt morgens bei dem Verkehr. Ja, da hätte ich hier schön um 4 Uhr aufstehen müssen. Aber da sie erst so spät kam, war das fantastisch. Ich habe eine Nacht in São Paulo geschlafen und bin erst am Flughafen am Morgen nach Asunción geflogen. Ja, total cool. Also deswegen war sie auch ausgeruht und nicht so fertig von 20 Stunden. Mit Yellow Fever. Genau. Problem. Oh ja. Wollen wir das in einem Video oder doch unseren Fans können wir das hier erzählen, oder? Erzähl mal. Also, wenn man aus Brasilien nach Paraguay fliegt und den Flughafenterminal verlassen hat, also sprich in Sao Paulo Stadt war, dann muss man, um nach Paraguay fliegen zu dürfen, ein Gelbfieber-Impfungszertifikat mit sich führen. Und das hat Alessandra nicht gehabt. Und ich habe verloren. Nee, nicht verloren, du hast nicht dabei, also sie hat es nicht dabei gehabt. Also ich hatte es hier. Und das hieß, dass sie am Flughafen echte Probleme hatte und die sie nicht weiterfliegen lassen wollten. Und dann mussten wir mit richtig Hickhack, und ich war zum Glück noch zu Hause, bevor ich losgefahren bin, und konnte das fotografieren. Und mit dem Foto hat es gezählt, dass sie zu mir kommen konnte. Ja, ein Glück. Ja, außerdem hat sie total viele Ersatzteile mitgebracht. Also, ja, ich hatte einen großen Koffer und einen kleinen. Das war aber fast genau so schwer, etwa so mehr als 40 Kilo. 40 Kilo Ersatzteile, also nicht nur Ersatzteile, sondern auch Filmequipment, alles, was wir so brauchen. Genau. Und die kleine Maus, die wiegt ja nicht mehr als 50. Naja, ey, und dann 40 Kilo schleppen und dann noch aus dem Flughafen raus und wieder rein. Ja, das ist schon krass. Ja, also insofern, ja, danke. Danke, kann ich selber sagen. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Wen haben wir online? Grüße aus Österreich, Hotel, ich kann nicht sehen. Genau, Grüße nach Österreich zurück, Grüße nach Haselhorst. Mensch, guck mal, da kommt einer aus Haselhorst. Ja. In Haselhorst haben wir gewohnt in Berlin. Zur Info, ja, das ist so eine ganz tolle, nette Nachbarschaft dort. Ich war da im Dezember auch. Ja, genau, sie war ganz kurzzeitig, sie war eine Nacht in Haselhorst gewesen, aber also ganz schnell, wir mussten unser Auto abmelden. Wir haben es einmal geschafft, unseren Bus endlich abzumelden. Wir waren ja so blöd, dass wir durchgehend Steuern bezahlt haben für das Ding. Und jetzt endlich ist schlimm. Es ist vom Tisch. Genau. Ja, genau. So, also, was ist passiert in den 2,5 Monaten? Was haben wir in den 2,5 Monaten gemacht? Also, deswegen war es vielleicht auch so ein bisschen langweilig. Also ich bin hier angekommen, Alessandra ist ja dann losgeflogen vor Weihnachten und ich war erstmal ganz schön fertig und habe überhaupt keinen Rhythmus gefunden, bin nicht reingekommen in die Videoproduktion, habe es nicht geschafft, alleine meine Projekte abzuschließen. Wenn wir zusammenarbeiten, dann hat ja jeder so seine Aufgaben und dann hatte ich eben alle alleine. Und ja, das hat sich auch in der Qualität der Videos gezeigt. Letztlich gesehen war das schon am Anfang relativ schwierig. Und irgendwann im Januar, also ich würde sagen nach Weihnachten, also direkt nach Weihnachten, habe ich angefangen, alles zu ändern. Ich habe angefangen, viel mehr Sport zu treiben. Ihr habt es ja schon gesehen. Ich habe angefangen, einfach besser zu essen. Und mit dem Ziel, dass wir wieder fit werden und auch wieder so richtig Lust haben. Und naja, und er sieht auch besser aus. Danke. Danke. Ja, das ist auch das Ziel. Also ich war wirklich aufgedunsen, ich hatte einen dicken Bauch, ich hatte ein Doppelkinn. Ich hatte keine Energie mehr. Und jetzt kann ich meinen Gürtel 2 Löcher enger schneiden. 2 Löcher seit Weihnachten bis jetzt. Das ist also schier unglaublich. Und bin 1000-fach fitter, habe wieder Lust, habe auch Lust zu arbeiten. Also alles viel, viel besser. Also ich trinke immer noch Alkohol zu einer Party. Also ich bin jetzt kein Partymuffel geworden, aber ich trinke keinen Alkohol mehr in meinem normalen Leben und in meiner normalen Ernährung. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Also man merkt einfach, dass man fitter ist, dass die Zellen nicht so kaputt gehen, dass man im Gesicht besser aussieht. Mhm. Und da muss ich nur sagen, wie sagt man, Alkohol macht alt. Ja? Das merkt man. So, was haben wir da?
Era Janos que nos Janosch, escrito, Mensch, Janosch, es ist Janos. wirklich Janosch, der uns Sí, schreibt. Also schön, con ja. dos acá. Janosch ist unser Nachbar. Ja, echt total schön. Grüße aus Bremen. Wir sind nach Bremen Christine zurück. ist da. Ach, Christine ist auch da. Mensch, Christine, dich habe ich auch lange nicht mehr gehört. Schön. Schön von dir zu hören. Y Hattie pregunta, kein Fleisch mehr? Doch, erst recht, das ist ja der Punkt, Hatti, das ist ja die alles entscheidende Frage. Ist eine Diät, also wenn man Diät macht, indem man einfach nur wenig isst und jetzt einfach sagt, ich esse kein Fett mehr und nur noch Salat, dann nimmt man zwar ganz schnell Muskelmasse ab, aber man hat diesen Jojo-Effekt. Und deswegen esse ich eher viel Fleisch, aber eben keine Nudeln, Kartoffeln, kein Brot, diesen ganzen anderen Kram nicht mehr. Und das macht es besser. Entschuldigung, ich muss lachen, weil unsere Nachbarin hier ist. So ist die Nachbarin. Hallo Ishta. Na, Hallo Ishta. Da wo wir wohnen. Hallo Vera. Hallo Vera, hallo Ishta. Ja, da wo wir wohnen, da sind derzeit 2 Frauen aus Honduras, die reisen auch. Mit einem Kombi. Mit einem Kombi, also auch mit einem VW-Bus, aber mit einem T2. Und die haben auch einen Hund, das ist ein Husky, die heißt Julia. Und die sind unsere Nachbarinnen und die schreiben uns jetzt mal, dass sie unseren Live, also die sind einfach mal 500 Meter von uns entfernt. Schön. Anyway, maybe we will show them their bus and. Genau, also wir zeigen euch mal im nächsten Video den Bus von denen, die sind ja hier direkt vor der Tür, nur jetzt gerade ist. Fantastico, so aus Spreewald auch, hier, Utah. Spreewald. Wunderbar. Ja, Urschen Vanlife sagt auch gerade gute Ernährung. Ja, der Punkt ist letztlich der, oh, hallo. Also ich habe eher Probleme mit Kohlenhydraten, weil ich dadurch Magensäure kriege. Ich habe dann halt einen dicken Blähbauch und alles funktioniert nicht so toll, wie es funktionieren könnte. Und deshalb, also bei mir funktioniert es eben besser, wenn ich Fleisch und Salat oder Fleisch und Gemüse esse. Und gleichzeitig hat man halt viel, viel weniger Kalorien. Ja, das Hühnchenfleisch hat ja bei Hühnchenbrust hat ja überhaupt keine Kalorien. Also das kannst du ja massenweise fressen. Also wenn du nur Hähnchenbrust isst, wirst du davon wahrscheinlich nicht dick, bis du dich fett gefressen hast. Oder, also voll, nicht fett, voll gefressen hast. Gut. Also, auf jeden Fall war es sinnvoll. Wir sind wieder topfit, kann man sagen. No. Frisch. Genau, wir sind wieder frisch. Mehr frisch. Wie war deine Zeit in? Meine Zeit in Italien war wunderschön. Endlich konnte ich meine Familie mal für eine lange Zeit sehen. Ich habe mit allen zusammen gefeiert für Weihnachten und habe das italienische Essen sehr genossen. Zum Beispiel Parmigiana oder Risotto con Zucca, was hieß Calabaza? Kürbis und Gorgonzola und Amatriciana und viele Käse. Das war eine gute Zeit. Also ich sehe gerade, es sind alle zum Kühlschrank gelaufen. Hast du gut gemacht. Naja, also das hat mir echt gefehlt. Also ich hätte gerne mit der Familie von Alessandra Weihnachten gefeiert, weil ja, aber heute bin ich froh, wieder in Paraguay bei meinem Mann zu sein. Auch wenn der Abschied von meiner Familie war sehr schwer. Aber ich bin glücklich. Ach, schön, dass du wieder da bist. Mhm. Ich bin auch froh, dass sie wieder hier ist. Also ich habe es auf jeden Fall nicht mehr ausgehalten und ja, und ich glaube unsere Fans auch nicht, weil die freuen sich ja auch, wenn es irgendwie weitergeht. Was haben wir denn da? Saulecker, so hört sich das. Ja, was soll man sagen? Also ihr seht, wir haben was getan für uns, für euch natürlich, weil wir wollen natürlich hier auf dem Kanal weiterreisen. Wir wollen natürlich was Geiles erleben und ich habe es ja schon angekündigt, es kommt unser größtes Abenteuer, es kommt was richtig Dickes. Aber dazu später. Zuerst einmal müssen wir unseren Bus darauf vorbereiten. Stimmt. Ja, wir haben ja Ersatzteile von ihr mitgebracht und wir haben einiges zu tun. Also ich kann nur sagen, an unserer Karosserie, also entweder machen wir das, dass wir die Scheibe rausnehmen und vorne anfangen Schweißarbeiten zu machen und neue Lackarbeiten. Oder ich tauche dieses ganze Auto vorne in Ovatrol ein und sage einfach, wir schaffen es noch bis
bis in die Karibik, dass wir näher an den Staaten dran sind und in den USA können wir Karosserieteile für den T3 kaufen. Vielleicht machen wir auch das, wir wissen nicht. Aber auf jeden Fall, da muss was geschehen. Wir haben, hinten wollen wir das Auto höher legen. Ich weiß nicht, wer uns verfolgt, weiß, dass wir ständig unsere Stoßdämpfer kaputt machen, weil wir so schwer sind. Und jetzt habe ich nochmal 1 Zentimeter dicke Unterlegscheiben geholt und hoffe, den mit den 1 Zentimeter dicken Unterlegscheiben nochmal 1 Zentimeter höher zu holen, aber den Druck dafür aus dem Stoßdämpfer rauszulassen, dass ich da nicht mit 8 Bar fahren muss, weil das machen die Dinger jedes Mal irgendwie so 8.000 Kilometer mit und dann sind die halt breit. So, oder vielleicht weniger, sogar nur 5.000. Das wäre also schön, wenn wir da die Zeit verdoppeln können, wie so ein Stoßdämpfer bei uns drin ist. Die gesamte Bremse hinten muss gemacht werden. Ihr habt ja schon verfolgt, wir haben unsere Bremse hinten abgefackelt, irgendwann mal in Peru. Kaputt war die ja eh schon, seitdem wir aus Paraguay los sind. Also es war nie in Ordnung, seitdem wir letztes Jahr in Paraguay losgefahren sind, über 25.000 Kilometer, war unsere Hinterbremse eigentlich nur Schrott. Und wir haben jetzt nochmal alle Schrott, laut, stinkt, alles. Das heißt, wir werden die Hinterradbremse machen, komplett neu aufsetzen, alles. Dann wollen wir unsere Fenster verdunkeln. Wir haben ja diese Folien drin, die sind aber mit der Zeit immer roter geworden. Das sieht so rot aus, das sieht so scheiße aus. Das gefällt uns gar nicht. Wir müssen immer diese Silberfolien da drin lassen zur Verdunklung und das sieht, wenn man filmt, wiederum schlecht aus. Das heißt, wir wollen unbedingt unsere Fenster verdunkeln und jetzt sind wir schon in Paraguay. Also machen wir doch jetzt einfach hier vernünftige, richtig schwarze Fensterfolie da rein, die undurchsichtig ist und dann haben wir das Problem auch ein für alle Mal erledigt. So, und jetzt brauchen wir eure Hilfe. Vielleicht brauchen wir mal ein paar Tipps von euch. Wir wollen eine Klimaanlage einbauen. Wir müssen unbedingt in unserem Bus eine Klimaanlage installieren für das Ziel, da wo wir hinwollen. Also wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Und wir brauchen mal einen Tipp von euch, was ihr denkt, was die günstigste Lösung ist. Wir haben auf dem Dach eigentlich keinen Platz. Ich habe jetzt gesehen, es gibt von Trotec so geteilte Dinger mit einem Teil draußen, einem Teil drin, hat 5000 BTU und kann man am Vorderfenster festmachen. Ein bisschen schwierig ranzukommen von hier aus. Wenn ihr noch eine Idee habt, was wir im Auto als Klimaanlage vernünftig verwenden können, um die Temperatur darunter zu kriegen zum Schlafen, dann bitte einfach Kontakt@Rothausbus, jetzt hier nicht schreiben, weil sonst müssten wir zu viel mitlesen, weil das dann zu kompliziert wird. Aber wenn ihr eine Idee habt, bitte Kontakt@Rothausbus, haut raus, gebt uns ein paar Tipps, dass wir einfach mal vielleicht auch nochmal andere Ideen haben, an die wir noch überhaupt ja nicht gedacht haben. Also das wäre wirklich sehr, sehr hilfreich. So, was haben wir noch? Wir wollen die Stoßdämpfer vorne wahrscheinlich noch machen und das hängt auch so ein bisschen, sieht auch nicht so doll aus. Dann ist unser Getriebe ja immer noch undicht, also unser Getriebeöl läuft ja auf der linken Seite ich weiß gar nicht, seit Santiago de Chile, glaube ich, ne? Ja, also ewig. Wir kommen auch damit klar, wir füllen halt immer nach, aber es ist halt, wäre halt schön, wenn das mal nicht mehr rausläuft, dann brauchen wir da uns auch keine Gedanken mehr machen. So, und dann haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Einstiege. Wir haben uns diese Fußmatten neu geholt, weil die Einstiege beim T3 rosten ja immer weg. Das sieht auch nicht mehr so toll aus, aber die machen wir jetzt auch neu, das haben wir alles bekommen. Ja, und sonst einiges mehr, vielleicht noch eine Leinwand für unseren Beamer. Aber egal was kommt, ihr werdet es bei YouTube sehen. Wir werden unsere gesamte Van-Conversion dort präsentieren. Das heißt, ihr habt da die Möglichkeit, es zu verfolgen. Und da könnt ihr sehen, was wir mit unserem Bus machen. Und so hat diese Algo, fragt doch mal die KI. Ja, KI fragen wir auch noch. Also das ist auch noch eine Idee. Das Problem ist halt immer, dass die T3, kleines Auto, wenig Platz, wie auch wenig Platz zum Transport und trotzdem sollte das Ding halt so viel kalt machen, dass man da drin halt bei 35 Grad Außentemperatur mit 22 Grad schlafen kann. So wäre unsere Idee. Und außerdem werden wir den Rest von Paraguay erkunden. Genau, das ist Genau, wir haben ja noch, also in Paraguay, falls ihr gerade zuguckt, Thomas und Sabine Finke sind ja unser nächstes großes Ziel. Also hier in Paraguay steht uns jetzt erstmal wieder Video machen an. Wir wollen endlich unseren ersten Jaguar sehen. Ne? Oh.
Ja, That also would be nice. wir wollen endlich live in Natur. Das ist eine Dinge, das ich will in diese Reise. Genau, ich will das auch. Also, also wir sind hier, um einfach, ja, ich will hier alles mitnehmen und dementsprechend, wir wollen unbedingt einen Jaguar sehen. Und bei Thomas und Sabine Finke, die haben genug Land. Es gibt Chance. Da gibt es die Chance, die filmen so viele Tiere, die machen mit Paraguays Verwache, die wissen ganz genau, wo die Tiere sind, wo die sich in welcher Jahreszeit aufhalten, wo die Wasserlöcher sind, welche Uhrzeit die beste ist und so weiter und so fort. Und die werden uns dahin führen. Aber wann ist da nicht möglich? Wir gehen nach Pantana. No. Spoiler doch nicht! Okay. Nein, ist ja, es kommt ja jetzt, ihr könnt gespannt sein. Also, genau, also wir werden dort versuchen, in Paraguay noch den Jaguar, den Rest von Paraguay noch angucken. Concepción haben wir zum Beispiel noch nicht gesehen. Es gibt noch so ein paar Ecken, die wir noch besuchen müssen. Ein paar de Montañas, Montes, Cerros. Genau, ein paar Berge, die es hier noch gibt in der Gegend. Und dann haben wir wirklich genug Material für den Paraguay-Film und die Paraguay-Liebhaber unter euch, die können schon mal glücklich sein. Das wird ein richtig, 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 richtig geiles Ding. So. By the way, Dieter from Chaco. Grüße. Hallo Dieter in den Chaco. Ja, also wir kommen noch. Wir müssen mal gucken, vielleicht, wir sagen rechtzeitig Bescheid, wenn wir gegebenenfalls im Hotel Fernheim sind oder wie auch immer. Also wer uns im Chaco sehen will, gerne. Und wenn nicht, kommt doch einfach am Freitag in die Kolonie Independencia und könnt uns im El Mangal erleben. Genau. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, aber jetzt wollen wir mal die Leute nicht mehr so lange auf die Folter spannen, oder? Gut, wir kommen jetzt mal zur Route. Ta, 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 ta. Ja, also sie hat es ja schon gesagt. Die Route ist lang. Die Route ist sehr lang. Also gut, fangen wir dort an. Unsere Route sind sind über 5000 Kilometer, die wir zu fahren haben, ehe dieses Abenteuer endet. Ist also kein kleiner Ausflug in die Puna, kein Durchqueren der Lagunenroute mit 250, 300 Kilometern, sondern wir reden über mehr als 5000 Kilometer. Wir werden zuerst, wenn wir Paraguay verlassen haben, ins Pantanal nach Brasilien fahren. Genau. Ins Pantanal nach Brasilien fahren. Und dort werden wir, und das ist ja das eigentliche Ziel, warum wir hier so lange warten. Also wir warten ab, bis die Regenzeit vorbei ist im Pantanal, dass das Wasser runtergeht, dass man die Straßen wieder befahren kann. Und dann fahren wir mit unserem Auto ins größte Feuchtgebiet der Erde, hoffen, dass nicht ganz so viele Mücken da sind, Krokodile, Jaguare, Tapire, alle Tiere, die es hier gibt. Und das wird richtig fett. So, dann vom Pantanal aus geht's weiter. Wir fahren vom Pantanal über Porto Velo, also sprich einmal um Bolivien drumherum, so, um Bolivien drumherum. Und dann sind wir in Porto Velo, das ist im Norden von Bolivien eben. Und dort geht dann eine Straße gerade durch den Amazonas-Regenwald nach Manaus. Die Straße ist befahrbar, kommt darauf an, wie die Regenzeit ist. Wir werden noch entscheiden, ob wir alles fahren oder ob wir einen Teil dieser Strecke mit einem Boot fahren werden. Also man kann hier auch mit einer Fähre fahren von Porto Velo aus, um den Teil, der nicht asphaltiert ist, sozusagen zu umgehen. Also kein Asphalt über 900 Kilometer oder 1000 Kilometer bis Manaus oder mehr sogar noch. Das ist schon eine sehr große Herausforderung, dass wir uns noch überlegen, ob wir das mit dem Boot machen oder eben sagen, wir fahren es komplett mit dem Auto, müssen uns dann natürlich immer Orte raus... Das ist very optimistic, but... Also ihr könnt ja mal sagen, Auto oder Boot? Auto oder Boot? Genau, das ist das, was als nächstes kommen wird. Und wir werden hier aber natürlich mit Sicherheit arbeiten müssen. Das heißt, sobald es regnet und du bist auf dieser Matsch- oder Sandstraße, Staubstraße, dann kleben wir dort fest. Da fährt nicht mal mehr ein 4x4-Fahrzeug durch. Du rutschst diese Matschstraße einfach links oder rechts runter, liegst im Graben und musst hoffen, dass irgendwann, wenn trocken ist, irgendein Bulldozer kommt, der dich da rauszieht, ohne dich komplett zu zerstören. Und deshalb werden wir das so machen, dass wir uns vorher schon Orte raussuchen, also immer im Abstand von 100, 150 Kilometern, wo wir wissen, okay, da ist eine Base, ein Hotel, ein Dorf, eine Tankstelle, irgendetwas. Und wir sehen dann, es kommt eine Regenfront. Dann fahren wir zu dieser Base, bauen unser Camp auf, bleiben dort, warten, bis es wieder trocken ist, die Straße wieder befahrbar ist. Und dann knallen wir weiter ruhig Richtung Manaus.
Von Manaus, also wir werden in Manaus auch eine Weile bleiben. Wir haben dort gesehen, wir wollen rosa Delfine sehen, wir wollen einfach diesen Urwald in uns aufsaugen. Wir haben richtig Bock auf Amazonas-Regenwald. Und deswegen werden wir in Manaus eine Zeit lang bleiben. Nicht lange. Wir haben nur 3 Monate in Brasilien und wir müssen die ganze Strecke in 3 Monaten halt erledigt haben. Und dann von Manaus aus geht es immer weiter Richtung Norden. Entweder, warum ist denn das jetzt hier? Entweder nach Venezuela oder nach Surinam, Guyana. Hängt mit der Situation in Venezuela zusammen. Wenn dort gerade doch vielleicht mal wieder Krieg ist oder so, dann werden wir erstmal nach Surinam fahren. Französisch-Guyana ist sogar europäisches Staatsgebiet. Das heißt, auch hier könnten wir alle Teile aus Deutschland ins 56. Departement sehr einfach bestellen und dann eben unseren Bus nach dieser Tour wieder aufbauen. Alles, was wir jetzt in Ordnung bringen, wird in diesen 5000 Kilometern wieder kaputt gehen. Da könnt ihr schwer von ausgehen. Ja, und dann haben wir, glaube ich, die krasseste Tour gemacht, die bis jetzt als Vanlife-Kanal zu sehen war. Weil die meisten fahren ja nur über die Panamerikaner, über die Autobahn und dann eben links und rechts weg, vielleicht durch die Berge. Wir wollen das nicht. Wir waren 2-mal in Bolivien. Ihr wart mit uns 2-mal in Bolivien. Wir wollen nicht ein 3. Mal nach Bolivien. Und deswegen werden wir den Amazonas-Regenwald durchqueren. So, was sagt er dazu? Also, ich sehe schon ganz viele Herzen. Wilker Sonriso se alegre mucho que vamos en Brasil. Kommst du aus Brasilien? Ich glaube, da ist ein Brasilianer am Schreiben. Ja. So, also. Macht das von dem. Genau, sehen wir auch so. Wir machen es abhängig von den Möglichkeiten, ob wir fahren können. Wenn die Straße Schrott ist, naja, dann fahren wir natürlich mit dem Boot. Upsala, nicht den Tisch bewegen. Das ist nur ein Plan. Genau, die Realität kann anders sein. Genau, also je nachdem, wie es in Porto Velho aussieht. Wenn es in Porto Velho jetzt schon LKW-Stau ist und wir sehen, da knallen lauter LKWs über diese Sandstraße, dann fahren wir die auch nicht, weil es gibt nichts Schlimmeres, als hinter einem LKW auf einer Sandstraße zu fahren. Du kannst den A nicht überholen, aufgrund dessen, dass du nicht viel schneller bist als er, und klebst halt eben in dieser Staubwolke drin, die ja überhaupt nicht weggeht. Also als wir im Pantanal Paraguay waren, da ist der Staub zeitweilig 15 Minuten in der Luft geblieben, bis der runtergefallen ist. Und das ist natürlich der Tod für den Luftfilter und auch der Tod für die Laune. Also wer will denn so Auto fahren? Ja, also deswegen entweder wir haben die Chance, vernünftig zu fahren und sind nicht völlig im Wüstenstaubmodus, weil der Amazonas-Regenwald hört sich ja erst an wie Regenwald, aber die Straßen, das ist so ein roter, also man kann sagen roter Talg. Ja, das ist so richtig, da kannst du die Hand reinmachen und das ist wie so... Barro al final. Ja, genau. Wie heißt Barro auf Deutsch? Wie heißt denn das auf Deutsch? Tonerde, genau. So. Also alguien nos aconseja Facebook Marketplace para buscar aire acondicionado fürs Auto. Gut, wir gucken. Also danke für die Tipps auf jeden Fall. Wir werden mal durchgucken. Also ich habe jetzt schon mal gesehen, ich kriege in Paraguay, in Ciudad del Este, kann ich so ziemlich alles kaufen. Es gibt auch Dachklimaanlagen. Das Problem ist einfach nur, dass wir den Platz nicht haben. Und ich würde am liebsten so eine geteilte Klimaanlage haben, also draußen ein Teil ist, drinnen ein Teil ist, aber eben nicht auf dem Dach, sondern an der Fensterscheibe flexibel montierbar. Wenn es sowas gibt, dann wären wir da ganz weit vorne. Ja. Das wäre wirklich super. Also da ist immer, wie gesagt, für alles für zu haben. Ja, das ist der Plan. Wir sind auf jeden Fall, was wir schon wissen, ist, wo es lang gehen soll. Was wir wissen, ist auch, wann es ungefähr losgehen soll. Also ich denke, wir werden hier in Paraguay spätestens im Mai aufbrechen, je nachdem, wie die Regensituation ist. Und dann halt eben langsam Richtung Pantanal fahren. Und sobald wir in Brasilien eingetreten sind, haben wir sowieso, wie gesagt, nur noch 3 Monate. Die Klimaanlage schafft, naja, die Frage ist, welche Klimaanlage schafft es nicht? So abbrechen. Ja, wunderbar. Ja, wir müssen mal gucken. Also das, was ich gesehen habe, ist wie gesagt von Trotec. Und Trotec baut die Klimaanlage kostet 500 €. Die habe es auch bei Aldi, bei Medion zu kaufen als Caravan-Klimaanlage. Und die hat 5000 BTU. Und 5000 BTU sind für 15 bis 18 Kubikmeter. Und wir sind in einem T3. Wir reden über 6 Kubikmeter max, 5. Ne? Vielleicht weniger. Ne?
So, das heißt also, die wird es auf jeden Fall schaffen. Also 5000 BTU sollten ausreichen. Aber wie gesagt, immer für Tipps offen, gerade hier in Paraguay. Falls es hier irgendwelche Firmen gibt, die ja bei Karawanen Klimaanlagen einbauen, auch bitte an uns. Ja, Kontakt@Roadhouse-Bus. Contact@Roadhouse-Bus. Wir können das ja mal noch reinschreiben oder unterhalb des Videos findet ihr nochmal unsere Kontaktdaten und da ist Contact@Roadhouse-Bus und da könnt ihr dann sozusagen uns die Info schicken. So, also, was gibt es noch Neues? Wir haben noch was Neues. Che sto leyendo Ralph che hace aquí. Se va von Iquitos nach Belém fahren. Von Iquitos nach Belém in Peru. Ja, das ist sicherlich auch schön. Wir wollten nach Iquitos, wir haben auch überlegt, ob wir Iquitos nehmen sollen, um in den Urwald zu fahren oder in den Regenwald zu fahren. Aber Iquitos wäre auch weit gewesen, 5 Tage Boot und im Endeffekt hin und zurück. Und dann haben wir gesagt, nö, komm, wir fahren gleich mal nach Hause. Aber creo Iquitos nach Belém, Belém in Brasil. Creo. Ach, Belém ist Brasilien? Okay, kann sein. Ja, gute Route. Ja, da hast du auf jeden Fall eine einfache Grenze am Fluss. Wenn du da einen Stempel kriegst, kannst du froh sein. Du musst wahrscheinlich nach mal rausgehen, um einzustempeln. Ja, cool. Ja, schön. Was ist das andere von... Frag doch deine Spezies von den T3, T4-Freunden. Ja, ich frage die schon, aber wisst ihr, was der Witz ist? Die meisten T3-Leute, die hier unterwegs sind, die sind in Argentinien und Chile und wisst ihr, was die nicht brauchen? Klimaanlagen. Also da ist zwar auch mal im Sommer warm, aber die meisten in der Nacht ist halt kalt. Ja, und dementsprechend geht es. Und wir haben wegen Mali, müssen wir halt gucken, dass wir irgendeine Möglichkeit haben, diese Temperatur da runterzukriegen. Weil sonst ist der arme Hund ja schwer am Leiden. Das muss ja auch nicht sein. Vielleicht mal noch eine andere Sache, was mir gerade so durch den Kopf schießt. Ist jetzt auch noch nicht ganz aktuell. Wir haben aber in Paraguay Sachen für unseren Shop eingekauft und wen das interessiert, ich denke, ab nächster Woche gibt es die erste Frühlings-Edition bei uns im Shop mit Hängematten, so Sachen hier, wie heißen die denn? So. Llaman este cosas de poner fruta o pan. Genau, so Körbe sind das ganz cool. Ja, auf jeden Fall kannst du da nicht sagen. Kannst du mal kurz die Leute unterhalten? Ich muss mal kurz auf Play drücken. Ja, also Claudio pregunta, wir haben die Split-Klimaanlage im Sortiment. Sie läuft nur mit Landstrom 230 und ist ziemlich sensibel. Ich denke nicht, dass sie so eine Reise aushält. Ich verkaufe die meistens für Wohnwagen in Umfang. Meinst du? Aber das hört sich doch ganz gut an. Ist es das Ding von Trotec oder wer ist denn das, der das gerade geschrieben hat? Claudio. Also Claudio, wenn das Ding von Trotec ist, dann ruhig mal, schick mir mal nochmal auf Contact@Roadhouse-Bus. Wir haben Möglichkeiten, die zu verschicken nach Paraguay. Ich müsste halt mal kriegen wir alles hin. Letztlich gesehen würde ich die gar nicht die ganze Zeit laufen lassen, sondern immer weggepackt haben und immer nur, wenn wir uns hinstellen, feststehen, dann eben laufen lassen. Und nur Landstrom, ja, wir haben ja 220 Volt Wandler, wie viel Watt hatten die? Das wäre noch interessant zu wissen. Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, war das doch irgendwas um die 500 Watt. Ne? Also egal, wird jetzt zu detailliert. Da könnt ihr mal, wie gesagt, schreibt uns bei Kontakt@Roadhouse-Bus, das wäre super. Ja, das ist halt der nächste Punkt. Wir machen das. Was ist? Ich kann es nicht lesen. Peter, was machen die Spiegeleier? Immer noch dabei? Na klar, also ich mache ja Rühreier. Also ich bin ja der Rührei-Fan. Ich esse ja so gerne, wie sagt man, halb gekochte Eier. Also ich mag das total ziemlich weich. Und deswegen mache ich Rühreier, nicht Spiegelei. Also ich mache die zwar so in die Pfanne wie im Spiegelei, aber dann kurz vor Ende zerrupsel ich das und dann bleibt das Eigelb halt ungekocht und dann bin ich ganz glücklich. Genau, ich bin da immer noch dabei und ich frage mich nur, ob ich in Zukunft ausschließlich Bio-Eier essen sollte, weil die Eier aus dem Laden, die sind ja komplett mit irgendwelchen Blödsinn voll, Hormonen und sonst was. Also das ist ja eine Empfängnisverhütung, diese Eier. Das bedeutet, wir brauchen eine Gallina. Genau, wir brauchen ein Huhn mit uns. Ach ja, da sind wir gleich beim Thema. Im nächsten Video, kann man ja mal ein bisschen spoilern, wir sind einer mehr in Zukunft. Aber egal, das muss ja nicht jetzt sein. Das kommt mal so beim nächsten Mal. Wir haben nämlich eine neue Hilfe. Gut.
Was ist Hähnchen? Na dann Hühnchen ausbrüten. Ja, genau, wir nehmen uns erst ein Ei, dann brüten wir es aus, dann haben wir unser Hühnchen und das darf dann Eier legen. Ey, das müssen wir ja mal erzählen. Haben wir noch in keinem Video erzählt und jetzt kommt hier nur für euch live. Also festhalten. Wir waren in Peru und da gab es Hühnchensuppe. Ja, und da ja in Peru alles verwertet wird natürlich, wenn die Henne dann nicht mehr so richtig Hühnereier legen will oder in die Jahre gekommen ist, wird die natürlich zum Suppen, die den eierlegende Huhn. So, und dann haben die dieses Huhn halt auseinandergerupft, die Fleischteile auseinandergerupft und in großen Stücken in den Topf reingeschmissen. Auf jeden Fall sitzen wir dann da und essen unsere Suppe und in der Suppe sind da lauter gelbe Bälle drin. Also gelbe Bälle, ja, so wirklich so groß, so, ich würde sagen, ja, so groß wie ein Eidotter, ja. Aber außenrum kein Weiß, ja. Und diese gelben Bälle, die hingen dann alle an so einer Schnur dran, also wie so Lampignons, ja. Und wir, was ist denn das? Was ist denn das für ein komisches Essen, ja? Auf jeden Fall waren das die Eier von dem eierlegenden Huhn, die schon in der Vorproduktion waren, bevor die das Huhn getötet hatten. Das heißt also, dann hast du in der Suppe diese ganzen Eier da drin auf einer Reihe aufgestellt, also aufgereiht. Das war schon ein bisschen Überwindung. Also, Ja. das war sah echt krass aus. Also die Innereien von dem Huhn der Suppe, Ich habe nichts gesehen, diese. wie Indiana Jones, wo der die Augen so hochhebt, so mit der Suppe. Ah. Però creo che Nadia lo comió, oder? Also ich habe es gegessen, ich habe es probiert. Ah, tu lo provaste? Also ich sage, keiner hat es probiert. Natürlich habe ich es probiert. Es schmeckt. Aber die Leute da, die Familie, ich glaube nicht. War ich der Einzige? Haben die Peruaner das nicht gegessen? Ja gut, ich war der Einzige. Gut, es ist halt so. Oh mein Gott, heftig. Es war wirklich heftig. Das sah echt richtig krass aus. In diesem Suppentopf dann diese halbe Innerei da drin mit diesen Bobbles. Also das war richtig, richtig krass. Ja, was wir auch noch sagen wollten, die ganze Zeit habe ich es schon im Kopf und habe es nicht gesagt. Also, euch allen mal ein riesen Dankeschön für die Unterstützung, die treue Unterstützung, auch in der Zeit, wo wir jetzt keine Videos haben wir ja nicht gemacht, aber wir haben halt unsere Reisetätigkeit mit dem letzten Video irgendwann mal vor Weihnachten eingestellt und seitdem ist ja mehr informativer Kram gekommen und wenig mit unserer Reise. Und trotz alledem seid ihr uns treu geblieben. Wir haben sogar Mitglieder dazu gewonnen. Das heißt nicht, dass wir welche verloren haben. Danke dafür. Danke. Und ja, also auch danke einfach, dass ihr uns unterstützt in einer Zeit, wo wir einfach gar nichts gemacht haben. Also zumindest mal so kleine Flamme, Sparflamme. Ja? Also super, super, super lieb von euch. Dankeschön. Dankeschön. Oh, das mussten wir ja mal an der Stelle hier loswerden. So, Grüße aus Erfurt. Was haben wir hier noch? Was ist der oben drüber? Da. Cool, Eigelb inklusive. Ja, Eigelb inklusive. Also wenn du das gesehen hättest, dann wäre auch alles anders geworden. Also allgemein, kommt ihr auch mal in den Südosten Paraguays? In den Südosten Paraguays. Credo di sì, che ich Wo ist denn der Südosten? Ist es nicht Encarnacion? Südosten. Waren wir doch schon. Also wir waren in Hohenau, wir waren in Encarnacion, wir waren bei Selecta, haben den Mate dort vorgestellt. Wir waren schon in der Ecke. Also ich glaube, wir werden dort auf dieser Tour jetzt erstmal nicht nochmal hinkommen. Aber kommt doch am 13.03. um 18:30 Uhr ins El Bangal. Das wird ein Spaß, ja. Also wir haben schon ganz viel vorbereitet. Wir haben die Bilder die Bilder sind so schön geworden aus Chile, weil wir ja natürlich auch fotografieren und nicht nur filmen. Und bei diesen Vorträgen zeigen wir dann natürlich unsere Bilder. So, und jetzt noch was. Für all die gelangweilt waren von unserem ausschließlichen Paraguay-Content oder diesem reinen Gelabere in die Kamera, wir haben bei Instagram, wir haben einen Instagram-Kanal, also Roadhouse Bus bei Instagram. Und bei Roadhouse Bus Instagram habt ihr immer durchgehend Content, auch wenn wir keine Reisetätigkeit haben, weil wir sehr viel gefilmt haben und dann machen wir diese Sachen einfach durchgehend online. Das heißt, wenn ihr Bock auf uns habt und sagt, Mensch, der Björn quatscht ja nur. Ich habe keine Lust, nach Paraguay zu emigrieren, sondern würde gerne was über andere Länder sehen und was Lustiges, was sie erlebt haben auf ihrer Reise. Dann geht einfach auf unseren Instagram-Kanal. Da kommen eigentlich pro Woche 2 Videos, kann man sagen. Ne? Mhm. Ja, so circa 1 bis 2 Videos pro Woche. Und sind zwar nur Short-Videos, aber die kommen von Herzen. Und wen das interessiert, geht einfach bei Instagram. So, was wolltest du sagen?
Aquí pienso que está conectado a nuestro encuentro en Encarnación oder bei euch. En el Mangal. Ach, das El Mangal bei uns. Das El Mangal ist In in Melgarejo. Melgarejo in Independencia. Ja, also in der Kolonie Independencia in Melgarejo ist das El Mangal. Dort gibt es auch Zimmer, wenn ihr rechtzeitig, wenn ihr jetzt noch dort anruft und fragt, gibt es ein Zimmer frei, sind, glaube ich, noch 2 Zimmer frei. Ja, einfach mal nachfragen, noch müsste was frei sein. Kann auch sein, dass es schon weg ist. So, hallo ihr beiden, liebe Grüße aus, was ist das? Ecuador. Aus Ecuador. Mm. Wow. Christian. Übrigens, nach Ecuador fahren wir dann zurück. Ja? Also sprich, wir fahren erst Venezuela, dann sind wir irgendwann in Kolumbien und dann fahren wir nach Ecuador rein und wieder zurück. Wir wollen einfach den Norden Perus auch auslassen. Der ist sehr, sehr arm. Es ist sehr schwierig, einen Stellplatz zu finden und eigentlich auch ziemlich wüstig. Und wir haben lieber Grün und ja, wir wollen lieber Wald. Deswegen fahren wir darum. Aber wir werden noch nach Ecuador kommen. So, habe übrigens ein neues T-Shirt, habt ihr schon gesehen? Ich hatte das ja schon mal. Alessandra druckt die immer. Wir hatten die kurzzeitig bei uns im Shop, aber der Druck, den die gemacht haben, der ist nicht so schön wie dieser hier. Und das ist richtig cool geworden. Falls ihr an sowas mal Interesse habt, könnt ihr uns auch mal schreiben. Wir machen irgendwie eine Sammelbestellung. Also wenn es genug Leute sind, die das mal haben wollen, dann können wir darüber reden, sowas auch mal fertig zu machen. Also es ist richtig, richtig schön geworden. Danke fürs Mitbringen. Hermann. So. La cosa más ligera que he traído, creo. T-Shirt. Genau, das ist die leichteste Sache, die sie mitgebracht hat. Die hat ja echt die luftgestützten Stoßdämpfer mitgebracht, die alleine die Stoßdämpfer irgendwie 5, 6 Kilo wiegen, plus den ganzen Rest. Ja. Sie, irgendwie hat mir die Sachen dann gezeigt, wie die alle im Zimmer auftrapiert waren, auf dem Bett. Ich habe gedacht, oh Gott, wie soll die arme Frau... Aber hast du gut gemacht. Sie hat ja auch seitdem mehr Muskeln. Okay, warte. Blödsinn. Mach mal Blödsinn, Quatsch. Ja, so ist es. Creo que hemos tocado todos los puntos, Ich ¿no? glaube auch, dass wir alles gesagt haben. Also, ich hoffe, dass wir hoffen, dass ihr Bock habt, mit uns gemeinsam dieses richtig geile Abenteuer zu Moin. 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 Jetzt kommt hier, wer ist das? Aspetta, Andreas. Andreas, jetzt kommst du online, ja, da bist du genau rechtzeitig. So, also, wir hoffen, dass ihr uns begleitet. Wir hoffen, dass der Amazonas-Regenwald auch für euch ein herausforderndes, geiles Abenteuer ist, wo ihr sagt, das würdet ihr gerne auf diesem Kanal verfolgen und sehen. Ja, und wir hoffen auf viele Kommentare, Anregungen. Ihr werdet uns fluchen sehen, ihr werdet uns lachen sehen, ihr werdet uns weinen sehen, ihr werdet uns tanzen sehen. Es wird alles geben und das wird sicherlich eine richtig, richtig heftige Tour. Ne? Ach ja, und noch was, ich wollte mich noch bedanken bei euch. Ihr habt mich ja zum Gitarrespielen wieder zurückgebracht. Ihr habt es ja im letzten Video schon gesehen. Wir werden auch die Gitarre mehr bei uns einbringen und auch diese Szenen werden öfter kommen, dass wir einfach mal unsere eigene Musik machen. Dann brauchen wir ja keine Rechte bezahlen, uns keine Musik suchen, wir produzieren sie halt selbst. So, und das wird eben auch kommen und in Verbindung mit diesem Amazonas-Regenwald ist das natürlich ein wunderschönes Abenteuer. Genau. Ja, so, dann können wir eigentlich nur noch sagen, danke für alles. Ne? Hat jemand noch eine ganz, ganz wichtige Frage jetzt raushauen? Haut sie jetzt ist der richtige Augenblick. Nochmal, hier, da kommt was. Da kommt was. Oh, aspetta. Hier war schon euch beide live zu sehen und dass es euch gut geht. Deutschland geht leider nicht besser. Benziner über 2 Euro macht weiter. So genießt es jeden Tag. Schöne weitere Reise. Haltet auflaufen. Genau, also dass es mit Deutschland nicht besser wird, das ist wohl so. Das ist auch der Grund, warum wir nicht mehr da sind. Und hier uns ganz wohlfühlen. Hier merkt man Wachstum. Spritpreise sind übrigens nicht gestiegen, keinen einzigen Cent. Ne? Ist alles noch gleich wie vor 3 Wochen. Da hat sich gar nichts verändert. Nur mal so zur Info. Aber mal sehen. Kann ja sein, dass das hier auch noch ankommt. Ja, also. Ciao Janosch. Ciao Janosch. Ich bin gespannt auf die Reparaturen und dann die Tour. Eines werden wir hoffentlich wenig sehen. Eine
Öl beschmitten unterm Auto? Na, du, also ganz ehrlich, Hugo, glaub nicht dran. Wir werden sehr viel Öl verschmiert unterm Auto legen. Wir wissen auch, dass alles kaputt geht. Wir wissen auch, dass es völlig nervenaufreibend wird. Aber wäre es in der anderen Strecke genauso geworden und dann doch lieber den Amazonas-Regenwald mit all seinen Insekten, giftigen Schlangen und Spinnen. Oder? There is one life and we have to live it. Genau. Es gibt nur ein Leben. Das ist ein guter Abschlusssatz, Alessandra. Also, es gibt nur ein einziges Leben. Das muss gelebt werden. Und das machen wir. Und ihr begleitet uns dabei. Und danke, Danke für alles. Danke für alles. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche, Montag, kommt unser nächstes Video. Am Freitag ist unser Vortrag. Und ja, da bleibt uns nur noch zu sagen. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, ciao. Danke für alles. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Warte, ich mache mal hier noch ein paar Herzen. So. Juhu. Ja, auf jeden Fall. Ciao, Hatti, Ciao, Marion. Hatti. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Hatti und Marion. Ciao an euch alle. Und ja. Und danke. Danke. Ciao. Ciao, ciao, ciao.